Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Und heute habe ich mal wieder eine Liste für euch parat der besten Spieler weltweit. Heute haben wir die Top 100 der stärksten Spieler, die es momentan in ganz Shakes and Fidget gibt. Die sind in einem Turniermodus gegeneinander angetreten und dadurch ist eine Liste entstanden, quasi nach einem Auswahlverfahren oder nach einem Ausscheidungsverfahren. Jeder kämpft gegen jeden. Wenn einer gewinnt, kommt er eine Runde weiter. Wenn er verliert, dann scheidet er aus. Und das wurde millionenfach durchsimuliert und dadurch sind die besten Spieler weltweit in diese Liste reingekommen. Und zwar hat Strider diesmal nicht diese Liste alleine erstellt, sondern hatte auch noch deinen Nachbar. Das ist auch ein sehr starker Spieler, der bei Ignil auf dem Server S11 spielt, der auch sehr viele Daten ausliest und sehr viel sich mit der Thematik befasst. Die haben sich beide zusammengetan und haben insgesamt die 600 stärksten und besten Spieler weltweit in Shakes and Fidget aufgelistet. Und Strider hat mir quasi von den 600 die Top 100 Ränge jetzt zugesandt, um euch diese zu zeigen. Um das nochmal so ein bisschen verständlicher zu machen. Wir haben ja hier einmal die internationale Ehrenhalle und hier ist von jedem Server ist hier der momentan erstplatzierteste auf dem Server drauf. Ja, also jeder, zum Beispiel jetzt bei Viper, der spielt ja auf dem S1-Server, der erste Server weltweit so, ne? Und Viper ist hier auf seinem Platz, auf seinem Server S1 der erste gewesen. Es kann ja sein, dass auf dem S1-Server, wo Viper spielt, trotzdem noch sehr, sehr starke andere Spieler unterwegs sind, nur um das nochmal verständlich zu machen, die aber gar nicht in der internationalen Ehrenhalle auftauchen, weil halt es eben nur einer pro Tag in diese internationale Ehrenhalle schafft. Das heißt, wie zum Beispiel hier bei Ignil, der jetzt auf Platz 1 auf S11 ist, könnte genauso gut dein Nachbar auch hier stehen, aber er steht halt eben auf Platz 2 oder was weiß ich, auf welchen Server, auf welchen Rang er da gerade steht und hat es halt so eben nicht in diese Ehrenhalle geschafft. Deswegen ist es halt wichtig, die Spieler von allen Servern auszulesen und dort halt eben die besten Spieler in eine gesamte Liste einzutragen und dann kann man quasi die reelle Rangliste euch dann präsentieren und das werde ich euch jetzt zeigen. Wir haben mal wieder dieses Top aktualisiert. Gestern, oder besser gesagt heute, jetzt, wenn ihr das Video seht, gestern um 1 Uhr morgens ist das Ganze passiert und wir fangen an mit Platz 100. Und hier sieht man dann quasi alle Spieler, die es hier in diese Liste geschafft haben. Und wie gesagt, das Ganze ist ein Turniersystem, jeder gegen jeden. Und jetzt in den unteren Rängen wurde das Ganze nicht so häufig simuliert, aber in den oberen Rängen, umso weiter wir nach oben kommen, umso häufiger wurde das Ganze durchgetestet. Wir haben jetzt hier Platz 100 bis Platz 81, wenn man jetzt hier ein bisschen hochscrollt. Und diese Spieler sind insgesamt 10.000 Mal gegeneinander angetreten. So hatte mir das der Strider hier zugesandt. Ja, hier sehen wir die ganzen Spieler. Dann kommen wir zur nächsten Seite. Wir fangen wie immer unten an. Das waren Platz 81 bis 100, genau. Jetzt haben wir hier Platz 80 bis Platz 61. Hier unten fangen wir wieder an und es geht wieder nach oben. Was sehr cool ist, hier sieht man zum Beispiel auch ganz gut, hier haben wir zum Beispiel die Nina, die spielt auf S1, da wo auch der Viper spielt. Die würde man ja niemals hier in der Liste sehen, die würde niemals hier vorkommen, weil halt Viper immer Platz 1 ist. Aber die ist halt von den Skillpunkten und halt von ihrem Char her so weit oben, so gut, dass sie halt eben Platz 78 international ist, also der 78. stärkste Spieler auf dem Server. Genauso wie hier dieser komische Name Gettchen, sind halt viele von dem ersten deutschen Spieler, weil es halt auch der ersten deutschen Server, weil es halt auch der erste Server generell ist und deswegen sieht man hier auch viele auch von S1 auch vertreten, hier zum Beispiel auch jemand von S1 und ja, das sind halt eben die Leute, die halt sonst eben nirgendwo auftauchen würden, wenn es nicht solche Menschen gibt wie dein Nachbar und Strider, die das Ganze hier mal ordentlich durchsimuliert haben und die ganzen Spieler ausgelesen haben. Das ist eine Menge Arbeit und dafür natürlich vielen lieben Dank.
Und es ist auch immer spannend zu beobachten. So, dann haben wir hier Platz 60 bis Platz 41. Diese Leute wurden schon insgesamt 100.000 Mal durch diesen Simulator gepackt. Das heißt, jetzt, wo es ein bisschen weiter um die Wurst geht, sage ich mal, umso genauer wird das Ganze hier genommen. So, hier sind wir schon bei den Top 50 angelangt. Und hier sind auch Leute von irgendwelchen X-Chart zum Beispiel hier, da hat man auch gefühlt fast nie von gehört irgendwie, ne? Also ja, und es wäre wirklich ein Traum, wenn ich mal eines Tages auch in dieser Liste auftauchen würde. Ja, durch gewisse Umstände ist es mir leider nicht ermöglicht, hier an dieser Liste teilzunehmen. Aber darauf möchte ich jetzt in diesem Video nicht weiter eingehen. Ja, wir haben ja bis Platz 41 ist hier der AWF. So, jetzt haben wir Platz... ja, jetzt wird die Liste ein bisschen kleiner pro Durchlauf. Jetzt haben wir hier quasi Platz 40 bis Platz 31. Auch 100.000 Mal durchsimuliert worden hier, bis das Ergebnis, so wie man es hier sieht, entstanden ist. Hier sieht man auch zum Beispiel auf Platz 39 Dr. Darm. Der spielt ja auf S4 und ist momentan der höchste Spieler in ganz Shakes & Fidget mit Stufe 640 jetzt mittlerweile. Aber dadurch, dass er halt eben so krass auf Erfahrung geht, ist er halt zwar vom Level her der höchste Spieler, aber nicht von den Skills her und nicht von der, von den Stats her. Deswegen befindet er sich auch hier nur, in Anführungszeichen natürlich, auf Platz 39. Ne? Und das ist natürlich, ja, da muss man natürlich auch drauf achten, denn, ne? So, dann haben wir hier Platz 30 bis Platz 21, ja. Hier das Ganze auch nochmal 100.000 Mal durchsimuliert. Danach steigt das Ganze eine Stufe höher. Und hier wird es jetzt schon langsam, jetzt geht schon langsam in eine gute Richtung. Hier haben wir zum Beispiel auch den Derafin. Grüße gehen raus an der Stelle. Du befindest dich momentan in der reellen Rangliste auf Platz 22. Da hat sich der Derafin wieder sehr, sehr gut und sehr, sehr weit nach oben hochgespielt. Und da kann man nur sagen, Glückwünsche dazu, dass du es noch geschafft hast, soweit hier noch an dem internationalen Game hier teilzunehmen, auf S3 hier mit Stufe 625. Auch sehr, sehr krass. Jetzt wird es interessanter. Jetzt sind wir hier von Platz 20 bis Platz 11 und hier sind die Leute jetzt mittlerweile schon 1 Million Mal durchsimuliert worden, bevor hier dieses ganze die Statistik hier entstanden ist. Und hier sehen wir zum Beispiel den Ignil, auch Grüße raus an dich. Hat es ja auf Platz 13 geschafft mit Stufe 627. Auch, sehr lange Zeit ein Erfahrungsspieler und ich bin gespannt, was du hier noch alles reißen wirst. Der Jurik ist hier oben, da hatte mir der Strider gesagt, da soll man ein Auge auf jeden Fall drauf werfen, der könnte in diesem Jahr noch sehr, sehr weit und sehr, sehr krass vorne mit dabei sein in dem Game. So, dann haben wir hier, das sind hier Platz 10 bis Platz 6, das ist auch 1 Million Mal durchsimuliert worden. Und hier ist zum Beispiel dein Nachbar von S11, der hier auf dem gleichen Server spielt wie Ignil. Ja, und dein Nachbar würde man quasi nie sehen, weil Ignil halt jetzt gerade hier auf S11 halt angezeigt wird in der Ehrenhalle und der Nachbar halt eben nicht, obwohl er hier in der Rangliste sogar weiter vor ihm steht. So, ne? Ja, dein Nachbar hier auf Platz 10, dann haben wir hier Meister auf Platz 9, den Don Zeus auf Platz 8, den Leon hier auf Platz 7 und den DFPS haben wir hier auf Platz 6. So, dann kommen wir hier zum nächsten. Warte mal, war es das schon gewesen? Nee, ich habe hier noch kurz gespoilert hier, da muss ich mal kurz unprofessionell gewesen. Hier haben wir nämlich ein Bildchen, zack, so, aber die meisten konnten es ja auch schon ahnen. Wir haben hier einmal Platz 5 mit 10 Millionen Durchläufen im Turniermodus, bis hier Platz 5 entstanden ist. Und das ist der Saif. Der war ja auch schon zu Gast bei mir. Grüße gehen auch raus an dich. Ja, die gefühlten Top 10 waren irgendwie schon bei mir. So, bei Saif waren wir auch schon im Account drin und haben uns den angeschaut. Hat jetzt hier frisch Stufe 600 erreicht. Und Glückwunsch an der Stelle nochmal. Und ist hier auf Platz 5 mit seinem Account. Auf Platz 4 haben wir den Viper, war auch schon auf meinem Kanal, Grüße gehen raus. Ja, auch mit 10 Millionen Durchläufen, bevor hier der Platz 4 entstanden ist. Auch sehr, sehr stark mit seinem Krieger hier unterwegs. Dann haben wir hier Platz 3 die Nachteule, die als erster Char überhaupt
weltweit alle Dungeons besiegt hat und steht hier auf dem Plätzchen auf Platz 3. Und jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss, und zwar auf Platz 2 und Platz 1 haben wir einmal den Furaken und den Strider, und das Ganze wurde auch genau wie die anderen Plätze 10 Millionen Mal, hier oben sieht man es, man sieht gar nicht genau hier die Nummer mehr, aber der Try wurde auch 10 Millionen Mal durchsimuliert, bevor dieses Ergebnis hier entstanden ist. Und hier sieht man halt auch eben das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Strider und Furaken, dass die Win-Chance von beiden ja quasi bei 50% liegt. Also die sind von den Stats her, von ihrem durchsimulieren, die Kämpfe durchsimulieren, sind sie genau bei 50-50. Also das ist unglaublich, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, von 10 Millionen Durchläufen sind sie fast exakt genau gleich stark. Und das ist halt, unglaublich krass und auch sehr, sehr spannend zu beobachten, wo die Reise noch hingehen wird. Ich weiß nicht, wie es bei Furaken auf dem Server aussieht, aber bei Strider weiß ich zum Beispiel, dass der Server halt mehr oder weniger tot ist. Und die Gilde wahrscheinlich auch. Und dementsprechend, weiß ich halt nicht, wie es dort aussieht mit dem Gildenpad, wie es da in Zukunft an Nachteil für ihn, was das für ein Nachteil für ihn sein kann. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass Furaken mit einem deutlich höheren Level auch natürlich deutlich mehr aus der Goldgrube generieren kann, als es Strider mit seinem Level tut. Und das sind so zwei sehr interessante Fakten, die jetzt aber auch nicht unbedingt für Strider sprechen. Bei Furaken weiß ich nicht, wie es in der Gilde aussieht, wie es auf dem Server aussieht, wie dort die Inaktivität herrscht auf einem Franzosen-Server. Vielleicht ist das Gildenpad ist sehr entscheidend, muss man dazu sagen, weil das halt die Haupteinnahmeressource ist im Late-Game-Bereich, was Erfahrung angeht. Und wenn da eine inaktive Gilde ist, und wir wissen ja alle, auf den etwas älteren oder unbekannteren Servern dort hat man halt eben nicht eine aktive Gilde, und deswegen glaube ich für Strider persönlich auch, oder vielleicht auch für Furaken, ich weiß es nicht, ist es auch sehr interessant in Zukunft mit der Serverzusammenlegung in eine stärkere Gilde zu kommen und damit dann halt auch von den kompletten Gilden-Features zu profitieren. Das andere ist natürlich halt auch die Ritterhalle, dass die halt auch gemaxt sein muss, und wenn da halt eben inaktive Leute sind, dann hat man halt eben in der internationalen Ehrenhalle sehr, sehr starke Nachteile, ne? Oder wenn man halt eben eine nicht funktionierende Goldgrube hat, dann hat man in der internationalen Ehrenhalle auch sehr starke Nachteile. Ich will es ja nur gesagt haben. Ja, aber wenn man halt eben die Ziele hat, dort oben mitzuspielen, dann muss man jedes kleinste bisschen aus diesem Spiel rausschöpfen. Und das ist halt das Ding an der Sache. Und ich bin gespannt, wie der Wettkampf zwischen den beiden noch weitergehen wird, und verfolge das Ganze gespannt auch in der internationalen Ehrenhalle. Zum Schluss können wir uns nochmal den Kampf von Strider gegen Furaken anschauen. Es ist wirklich nach 10 Millionen, ihr müsst euch vorstellen, die beiden haben jetzt 10 Millionen Mal gegeneinander gekämpft. So wurde das Ganze durchsimuliert, und dabei ist quasi wirklich eine 50-50 Chance für beide rausgekommen, so, ne? Auch wenn es jetzt hier so aussieht, dass Strider ihn komplett weggekrittet hat, dezimiert hat. Es ist einfach nach 10 Millionen Durchläufen hat man halt so ein genaues Ergebnis bekommen, weil nach 10 Durchläufen kann man natürlich logischerweise 10 Mal reinlacken, und dann ist die Gewinnchance bei 100% jetzt, sag ich mal, wenn jetzt Strider 10 Mal in Folge gewinnt. Aber das sagt natürlich noch überhaupt nichts aus. Deswegen muss das Ganze so oft durchsimuliert werden, damit man ein genaues Ergebnis dann am Ende des Tages hat. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, was ihr auch dazu sagt. Ich hoffe mal, euch gefällt sowas, und ihr könnt mal sehen, wer die wirklich krassen Spieler sind, die es momentan halt da draußen so gibt. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Dein Nachbar und Strider, dass die sich da auch die Zeit genommen haben, um die Leute halt auch von jedem einzelnen Server rauszusuchen und dann halt auch eben einzutragen und das Ganze halt auch so durchzusimulieren, damit wir dann am Ende des Tages wissen, wer halt wirklich auch sehr, sehr weit oben steht. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.